Geht es dir gut? Ja, mach rein. Wir haben ihn umgebracht. Also keine Tricks, sonst ist die Prinzessin auch tot. Es tut mir so leid. Jetzt hör endlich auf, dich anderen zu entschuldigen. Ich habe selber Schuld. Was machst du denn jetzt? Mich nach einer neuen PJ-Stelle umsehen. Hoffentlich findest du was. Etwas mehr Optimismus, Herr Prozeski. Sie lassen sich da auf ein gefährliches Spiel ein. Solange ich den Schlüssel als Joker habe, sehe ich dem gelassen entgegen. Meine Empfehlung reicht. Und was, wenn ich Ihr Duplikat gar nicht mehr benötige? Tja, was dann? Frau Kaufmann. Ist was? Nein, nichts. Warum guckst du dann so blöd? Es tut mir leid. Hab ich einen Papagei auf der Schulter oder was? Oder schon wieder so glotzt? Hab mich nur gefragt, was du da suchst. Was geht denn dich das an? Sie haben hoffentlich nichts dagegen, dass ich einen kleinen Blick in das Schließfach geworfen habe. Sie kommen sich wohl sehr intelligent vor. Ich bin nur gerne gut informiert. Das ist alles. Hören Sie auf mit Ihren dummen Spielchen. Wie viel verlangen Sie für Ihr Schweigen? Aber nicht doch, Frau Kaufmann. Ich wollte Sie nur mit Ihrem korrekten Namen ansprechen. Oder ist es Ihnen peinlich, dass Sie eigentlich keine Adlige sind? Ich warne Sie. Überspannen Sie den Bogen nicht. Sie sollten mir nicht drohen. Ich sitze am längeren Hebel. Hi! Hier riecht's aber gut. Na, alles wieder okay? Mein Bein ist wie neu. Was köchelst du denn da Leckeres? Chinesisches Huhn. Ich hab gedacht, so eine kleine kulinarische Abwechslung könnte nicht schaden. Nach diesem Krankenhausfraß mit Sicherheit nicht. Du bist ein bisschen aus der Übung, ne? Leider. Im No Limits kann ich ja selbst nicht kochen. Dafür ist das Essen da auch nicht so schlecht. Ja, aber tierisch teuer auf Dauer. Fühlst du dich denn sonst wohl in der Pension? Naja, wenn man von dem Vertreter mal absieht, der neben mir wohnt, Warum? Was ist denn mit dem? muss im Sägewerk aufgewachsen sein. So wie der schneit. Warum wechselst du nicht das Zimmer? Geht nicht. Seit Wochen alles ausgebucht. Und wenn du ganz ausziehst? Woanders ist auch nicht besser. Ich sag das nicht. Ich schnarche ja auch manchmal, aber bestimmt nicht so schlimm wie dein Nachbar. Das klingt ja fast wie ein Angebot. Nicht nur fast. Also mit anderen Worten, wir würden dich gerne wieder bei uns aufnehmen. Also, wenn euch das wirklich nichts ausmacht, dann sage ich natürlich nicht nein. Hi. Und? Was hat Clarissa für den Schlüssel bezahlt? Nichts. Was soll das heißen? Dass ich es mir anders überlegt habe. Du hast ihr den Schlüssel nicht gegeben? Das wäre der größte Fehler meines Lebens gewesen. Mach keine Dummheiten, Philipp. Clarissa ist gefährlich. Aber nicht für mich.
Könntest du dich bitte etwas klarer ausdrücken? Hinter der Tür, zu der dieser Schlüssel passt, liegt Clarisses Vergangenheit. Und die ist höchst faszinierend. Du warst an dem Schließfach. Erzähl. Also, ihr Teilhaber, dieser Jürgen Hiller, heißt eigentlich gar nicht Hiller, sondern Peter Kaufmann. Ja und? An sich wäre das nicht so bedeutend. Aber er ist Clarisses erster Mann. Das ist eine tolle Information. Und vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass die beiden niemals geschieden worden sind. Du meinst? Unsere Gräfin von Anstetten heißt bis heute Kaufmann. Dann war sie also nie rechtskräftig mit Christoph von Anstetten verheiratet. So, ich bin dann im Büro. Soll ich dich mitnehmen? Gerne. Wie weit seid ihr eigentlich mit der Baustelle in der Goethestraße? Oh, es geht gut. Was heißt gut? Was ist mit der Verstärkung des Fundaments? Alles wunderbar gelaufen. Na prima. Dann komm. Steffi? Tschüss. 3 Schritte weiter. Vertrau mir, Christian. Ich werde alles tun, um Heino zu finden und Kathi zu retten. Ach, du redest doch immer nur. Wenn es einer schafft, dann Mark. Ja, ja. Der Entführer hat gerade angerufen. Hat er die Zugnummer durchgegeben? Ja. Lauenstein weiß, was er tut. Viel Zeit lässt er uns nicht. Glauben Sie, die Polizei kann trotzdem die entsprechenden Vorkehrungen treffen? Ich hoffe es. Es wäre mir übrigens sehr lieb, wenn Sie sich ein bisschen zurückhalten würden. Lauenstein kennt Ihr Gesicht. Wie Sie wünschen. So sieht also deine versprochene Hilfe aus. Christian, Mark weiß, was er tut. Quatsch, er will doch nur kneifen. Ich habe dir gesagt, du kannst mir vertrauen. Und genau so habe ich es auch gemeint. Einem Typen, der mit der Freundin meines Bruders ins Bett geht, kann ich nicht vertrauen. Christian! Und er hat nicht mal Unrecht. Ich bitte dich, darum können wir uns jetzt wirklich nicht auch noch kümmern. Also, wie ist dein Plan? Nachdem der Geldkoffer aus dem Zug geworfen wurde, springe ich hinterher. Aus dem fahrenden Zug? Das Risiko muss ich eingehen. So, Schätzchen. Es wird langsam Zeit. Was hast du vor? Was hast du vor? Na, was wohl? Da draußen warten ein paar Millionen auf mich. Und was ist mit mir? Du kommst natürlich mit. Dann bin ich nicht so allein im großen, dunklen Wald. Ohne mich kommst du doch viel schneller voran. Halt endlich die Klappe und tu, was ich dir sage. Also, Wer sagt's denn? Du wird sogar dein Temperament zügeln. Ich kann doch sowieso nicht weglaufen. Du hältst mich wohl für komplett blöde, hä? Darf ich bitten? Und wenn ich mich weigere mitzukommen? Dann wird meine kleine Freundin dafür sorgen, dass du deinem Schöpfer gegenübertrittst. Nein, bitte. Ich mache alles, was du sagst. Bloß keine Zicken. Ich bin immer noch besetzt auf Friedenau. Willi, jetzt mach dich doch nicht verrückt. Dann erklär du mir doch, wo Heino so lange steckt. Bei Kathi auf der Hütte. Die beiden haben einiges zu besprechen. Dann soll Marc mir das selbst bestätigen. Hi! Hi, da bin ich. Komm nur rein. Hi, willkommen zu Hause. Dank dir. Suchst du jemanden? Ich suche einen Computer. Ich habe eine Menge neuer Spiele, falls du das meinst. Also, eigentlich wollte ich nur eine Bewerbung schreiben. Ach so, klar. Ich kann dir meinen Laptop leihen. So, und wo soll ich meine Sachen hin tun? Lass sie erstmal hier stehen. Sag mal, ist es wirklich so schwer, eine neue Stelle zu kriegen? Es geht ja nur um ein praktisches Jahr. Nicht um einen Job fürs Leben. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, schließlich bist du meinetwegen rausgeflogen. Hey, das alles war einfach nur ein doofer Zufall. Kann man auch anders sehen. Ich habe auch schon einen neuen Tipp für eine andere Stelle. Mach dir also keine Sorgen, okay? Clarissa, was verschafft uns das Vergnügen?
Ich wollte mich nur erkundigen, ob die kleine Missstimmung bei den Bauherren des Messeprojekts auch wirklich ausgeräumt ist. Dank deiner Hilfe, ja. Philipp gilt seither zwar als ein Spinner, aber immerhin als ein Genialer. Besser so einen Ruf als gar keinen. Kann ich sonst noch was für dich tun? Nein, kannst du nicht. Dann entschuldige mich bitte. Ich habe noch einen Termin, was dir ja nichts gefallen hat. Also, bis dann. Clarissa. Wenn Sie wegen des Schlüssels gekommen sind, die Mühe hätten Sie sich sparen können. Ich bin hergekommen, um Ihnen einen Vorschlag zu machen. Ich höre. Wenn Sie mir den Schlüssel für das Schließfach aushändigen und mit niemandem darüber reden, wäre ich bereit, Ihnen Brandneubau zu überschreiben. Das klingt verlockend. Gibt's nur noch ein kleines Problem. Aber das sollten wir nicht hier besprechen. Ich hatte schon fast vergessen, wie angenehm so eine Badewanne sein kann. Wurde es ja höchste Zeit, dass du zu uns gekommen bist. Aber eine Dusche wirst du ja wohl gehabt haben. Ja, das schon. Aber leider nur auf dem Gang. Und die war wahrscheinlich immer gerade dann besetzt, wenn du es besonders eilig hattest. So ungefähr. So, ich bin jetzt weg. Viel Spaß im Bistro. Willst du dir das wirklich schon zumuten? Ich bin topfit, meint sogar Dr. Spangenberg. Ciao. Dr. Spangenberg scheint wohl immer noch ein Reizwort für dich zu sein. Habe ich recht? Du meinst, weil er mich rausgeschmissen hat? Es gibt noch andere Jobs. Auch hier? Naja, Wo würde dich denn dieser Tipp hinführen, den du vorhin erwähnt hast? nach Bielefeld. Schöner Mist. Aber bitte sag Uli nichts davon. Er hat eh schon ein schlechtes Gewissen wegen der ganzen Sache. Ich glaube kaum, dass du es ihm lange verheimlichen kannst. Dann lass uns bitte wenigstens heute Abend nicht darüber reden, okay? Ich würde viel lieber mit euch feiern. Okay, dann lass uns doch nachher ins Bistro gehen und eine Flasche Sekt aufmachen. Klasse Idee. Mach dir keine Hoffnung, hier ist niemand, der dir hilft. Ah, hübsches Plätzchen hier. Und hier bleibst du jetzt stehen. So. Bist du nett und wartest hier eine Weile auf mich? Es dauert auch nicht lang. Du hast ja schöne Aussicht und gute Luft, ne? So. Momentchen noch. Doppelt gemoppelt. Hält besser. Ja? So. Noch das Schlüsselchen. Und das ist es. Oh, hätte ich fast vergessen. Hm? Schön wach bleiben. Bin gleich zurück. Ne? Tob dich ruhig aus. Still. Ich bin so froh, dass du da bist. Und ich erst. Wie geht's dir denn? Scheiße, ein Schloss. Wie soll ich das denn aufkriegen? Ich weiß es nicht. Verdammt, ich krieg's nicht auf. Hast du nicht eine Haarnadel oder sowas? Nein. Mach. Ich krieg's nicht auf. Du musst es aufkriegen. Abgebrochen. Und Sie sind sich sicher, dass wir Peter Kaufmann in Thailand loswerden? Drogenhandel wird dort sehr schnell und hart bestraft. Dann sollten wir mal dafür sorgen, dass er so schnell wie möglich nach Thailand reist. Wenn unser Plan aufgeht, gehört Brandneubau Ihnen. Ja, Verzeihung, Herr Hiller ist da. schicken Sie ihn bitte herein. Sie warten besser nebenan. Hallo Peter, schön dich zu sehen. Ganz meinerseits. Nun, wie sieht es mit den Geschäftsbüchern unserer Firmen aus? Ja, weißt du, ich habe noch mal drüber nachgedacht. Vielleicht ist es ja gar keine schlechte Idee, wenn du dir die Bücher mal ansiehst. So kooperativ auf einmal? Gegen den eigenen Teilhaber Krieg zu führen, macht doch auf Dauer keinen Sinn. Schön, dass du es endlich eingesehen hast. Vielleicht fängst du mit diesen Unterlagen gleich mal an. Das sind die Bücher aus Thailand. Ich wusste gar nicht, dass wir eine Firma in Thailand haben. Ja, hoffentlich nicht mehr lange. Warum? Nun, ich habe den dortigen Geschäftsführer schon seit einiger Zeit im Verdacht, dass er
in seine eigene Tasche wirtschaftet. Warum unternimmst du nichts gegen diesen Kerl? Dazu müsste ich in Thailand sein und ehrlich gesagt... Hast du keine Lust dazu? Zu heiß, zu kompliziert und offen gesagt zu korrupt. Da verkaufe ich den Laden lieber. Wie bist du eigentlich zu deinem Vermögen gekommen, wenn du die Dinge so schleifen lässt? Du hast wohl keine Ahnung, wie es in Thailand zugeht. Dann wird es höchste Zeit, dass ich es herausfinde. Was meinst du damit? Dass sich mal endlich jemand um den Laden kümmern muss. Jetzt sag nicht, dass du nach Thailand reisen willst. Genau das habe ich vor. Du bist verrückt. Wollen wir wetten, dass ich den Laden wieder auf Vordermann bringe? Du? Niemals. Ich werde es dir beweisen. Ich reise so bald wie möglich. Dann mal viel Spaß. Tom, was ich Ihnen noch zeigen wollte. Haben Sie die Kritik über das Bistro schon gelesen? Für Gourmet-Zeitschriften habe ich leider keine Zeit. Das wird Sie interessieren. Hören Sie zu. Die Besitzerin des Schneiders legt also offenbar nicht nur großen Wert auf qualitativ hochwertige Kunst. Auch bei der Besetzung der Küche scheint sie über ein außergewöhnlich glückliches Händchen zu verfügen. Na, was sagen Sie? Der Kritiker scheint sie zu mögen. Ach, das habe ich Ihnen zu verdanken. Wenn Sie neulich nicht geholfen hätten, wäre der Laden verloren gewesen. Ach was. Oh, Moment bitte. Tom, ich bin Ihnen etwas schuldig. Herr Dr. Spangenberg, schön, Sie zu sehen. Grüße Sie. Darf ich Ihnen einen Kollegen vorstellen, Dr. Wittmer? Frau Schneider. Freut mich. Das ist die Harmonie. Ja. Tja, damit war wohl zu rechnen. Der Täter kehrt eben immer wieder an den Ort des Verbrechens zurück. Übertreibst du jetzt nicht ein bisschen? Wieso? Es war wirklich ein Fehler, dich zu entlassen. Das kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Es sei denn, ich versuche ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Das möchte ich nicht. Das hat doch eh keinen Sinn. Was bildet sich Marc eigentlich ein? Bin doch kein kleiner Junge mehr. Jetzt sei nicht ungerecht, Christian. Die Polizei wollte, dass du nicht mitkommst. Du nimmst doch auch nur deinen Kollegen in Schutz. Ich weiß gar nicht, was du willst. Durch die Funkverbindung zwischen Schloss und Einsatzstab sind wir doch bestens informiert. Das ändert nichts daran, dass ich hier untätig rumhänge. Glaub mir, Christian. Im Zug hättest du nur gestört. Kannst du das nicht verstehen? Ich will was für meinen Bruder tun. Indem du die anderen bei der Arbeit behinderst, ja? Jetzt können wir nur noch hoffen. Hat die Geldübergabe stattgefunden? Ja, vor 2 Minuten. Und? Können Sie schon was sagen? Nur, dass es zu einem ungeplanten Zwischenfall gekommen ist. Was heißt es? Offenbar ist ein Passagier kurz nach dem Kofferabwurf aus dem fahrenden Zug gesprungen. Wissen Sie eigentlich schon, um wen es sich handelt? Die Kollegen sind noch nicht so weit. Es war Marc. Marc ist aus dem Zug gesprungen. Wie bitte? Ich habe ihm doch ausdrücklich gesagt, dass er sich zurückhalten soll. Ja, er wollte verhindern, dass Launstein mit dem Geld abhaut und Kathi doch noch was antut. Aber das ist doch Unsinn. So gefährdet er Kathis Leben doch umso mehr. Wenigstens hält er sich an sein Versprechen. Schon zurück? Ich hatte Sehnsucht nach dir. Weißt du, wer mich im Büro erwartet hat? Clarissa. Ach, hätte ich mir ja denken können. Die sitzt bestimmt schon auf glühenden Kohlen. Um es vorsichtig auszudrücken. Und? Hat sie dir ein Angebot gemacht? Mein Schweigen und dein Schließfachschlüssel gegen Brandnerbau. Was? Ich habe natürlich abgelehnt. Diese Frau ist echt unglaublich. Was meinst du, wenn Arno davon erfährt? Er springt im Sechseck. Ich glaube, dass es besser ist, wenn wir ihm nichts von erzählen. Warum nicht? Weil ich will nicht, dass er etwas Unüberlegtes tut. Du weißt doch, wie impulsiv er ist. Hast du ihr dann wenigstens die Meinung gesagt? Klar. Du doch nicht so richtig. Ich will mir doch nicht Clarisse zur Feindin machen. Hast du etwa Angst vor ihr? Nein, aber sonst bricht sie den Kontakt ab. Und das will ich nicht. Das kann dir doch egal sein. Im Gegenteil. Bei einer solchen Frau sollte man immer dafür sorgen, dass sie einem halbwegs vertraut. Und deshalb helfe ich ihr sogar dabei, ihren ersten Mann loszuwerden. Was soll das denn heißen? Ach, nichts weiter. Ich sorge dafür, dass er sich mit ihr auf einen gewissen Betrag einigt und dann aus ihrem Leben verschwindet.
Naja, wenn du das für richtig hältst, dann... Ich finde es angenehmer, ganz alleine auf der Nase rumzutanzen. Dann soll er doch unsere Walnusscreme probieren, wenn wir keine Mousse Schokolade mehr haben. Jetzt tu mir bitte den Gefallen und guck nicht andauernd zu Dr. Spangenberg rüber. Bist du ganz sicher, dass ich nicht noch mal mit ihm reden soll? Absolut sicher. Mann, Tom, ich würde so gerne was für dich tun. Entschuldigen Sie mich bitte kurz. Aber selbstverständlich. Du sprichst ihn nicht an. Ich kann ihn überzeugen, ich weiß es. Lass es. Dankeschön. Hast du nicht auch Lust auf Walnusscreme? Nee, danke. Sag mal, wo bleibt eigentlich Millie? Wir wollten doch zusammen auf meinen Einzug anstoßen. Keine Ahnung. Vielleicht musst du noch was für die Schule machen. Bleiben Sie ganz ruhig. Ich krieg das verdammte Schloss nicht auf. Ich krieg's einfach nicht auf. Du musst es aufkriegen. Ich schaff's aber nicht. Lauenstein kommt gleich zurück. Du musst abhauen. Ich liebe. Entschuldigung. Ah, Schätzchen. Ist ja nett, dass du auf mich gewartet hast. Weißt du eigentlich, wie viele Ameisen es hier gibt? Das sind doch niedliche Tierchen. Von wegen, die fressen mich fast auf. Hör auf zu mosern. Lass mich jetzt los. Noch ein Wort und du fängst hier eine Kugel. Und wir zwei Hübschen machen uns jetzt vom Acker. Du lebst ja noch, du kleine Ratte. Au. 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 Heino! Geht's wieder? Danke. Das war knapp. Bringen Sie mal einen Cognac. Verdammt knapp. Sie haben ja das Leben gerettet. Wissen Sie das eigentlich? Jetzt übertreiben Sie aber. Das sah gar nicht so gefährlich aus. War es aber. Das können Sie mir glauben. Zur Not hätte ich Ihnen einen Luftröhrenschnitt gemacht. Ja, sind Sie etwa Arzt? Sagen wir mal, auf dem Weg dazu. Und da habe ich ja wirklich Glück gehabt. Ich bitte Sie. Ihnen hätte jeder auf den Rücken klopfen können. Aber nicht so effektiv. Außerdem muss ich erst mal einer finden. Die anderen Gäste haben doch meine Notlage gar nicht richtig erkannt. Störe ich? Kathi! Ja, los, hilf ihm!